Es gibt den Ruck-Oper. Heute Abend um 9. Bei Fiona im Off-Limits. Da warten die Bräute in Zweierer. Alle haben mich doch gern hier. Ja, aber ich gehöre nicht zu euch. Ich fühle mich immer wie ein Wesen, das mit durchgefüttert wird. Also das ist Quatsch. Ich will den Bericht, aber schnell. Wieso sollte ich Ihnen denn den Bericht geben? Weil ich ein Recht darauf habe. Er gehört mir. So eine Familie durchzufüttern, das ist kein Pappenstiel, wenn du mal eine hast. Weiß ich doch. Ach so. Also darf Anna nicht mitkommen. Hey, was soll denn das? Du brauchst keine Frau, du brauchst einen Psychiater. Einen wunderschönen guten Morgen. Mann, ich kann die Sonne putzen. Welche Sonne? Sieht müde aus. Du hast wohl nicht die ganze Nacht in der Kneipe rumgesumpft, oder? Ich bin auch gleich gegangen. Kurz nach dir und dieser anderen. Naja, früh ins Bett macht auch müde. Vor allem, wer mit dabei ist, der einen lange wach hält. Ich war ganz allein. Ohne Jessica? Ach, was weiß ich, wie die heißt. Komm, komm, komm. So wie die dich den ganzen Abend angebaggert hat, dann muss da was gelaufen sein, ha? Nein, ist nicht. Und wieso nicht? Da macht sich die heißeste Frau im ganzen Laden an dich ran. Du kriegst sie nicht ins Bett. Wir haben noch ein bisschen gequatscht und ist sie auch abgehauen, ja. Sie ist abgehauen? Mann, du musst ja mächtigen Mist erzählt haben. Unsinn, ich war einfach schlecht drauf. Das kommt doch mal vor, oder? Ach so, oder? Es tut mir leid, dass ich dir den Abend vermiest habe. Mit einer schlechten Laune. Hast du nicht. Ich war viel zu sehr mit Angelika beschäftigt. Bis vor einer Stunde. Von dich, ehrlich gesagt, haben wir ganz vergessen. Morgen, Kinder. Macht ihr rasch einen Kaffee? Ist schon fertig. Anna hat auch Brötchen besorgt. Wurst und Käse ist auch da. Oh, wunderbar. Tut mir schrecklich leid. Danke. Aber ich habe dringende Termine. Muss im Büro frühstücken. Ach, übrigens, Anna, was die Klassenreise betrifft. Ja? Ich glaube, es ist besser, wenn du nicht mitfährst. Wieso nicht? Du hast einmal schon fast eine Fehlgeburt gehabt. Wenn du jetzt verreist... Ich werde aufpassen, ich verspreche es. Solange du hier wohnst, trage ich die Verantwortung für dich und das Kind. Das Risiko ist mir einfach zu hoch, verstehst du? Aber Anna hat sich so sehr darauf gefreut. Das ist mir schon klar, Florian. Ich bin auch nicht unbedingt darauf aus, ihr den Spaß zu verderben. Ja, und so teuer ist die Reise doch auch nicht. Ich kann ja was von meinem Taschengeld dazu tun. Es geht hier nicht ums Geld, es geht um Annas Gesundheit. Wenn ihr etwas zustößt, nein. Nein, ich will mir später keine Vorwürfe machen müssen. Anna, wenn du in Ruhe darüber nachdenkst, musst du das einsehen. Ja? Nun komm. Also, ihr beiden, bis später. Wegen den paar Mark. Na, er hat doch gesagt, dass es nicht ums Geld geht. Er macht sich halt Sorgen um dich. Ja, ja. Gut, dass du kommst, Jan. Heute wird ein hektischer Tag. Wir müssen gleich los. Warum freilich? Zum Gestüt von Walter Wittkamp. Er will uns einige Pferde verkaufen. Alles allererste Klasse. Ich glaube nicht, dass ich beim Pferdekauf eine große Hilfe bin. Ich kann sie nur verkaufen. Deswegen sollst du ja mitkommen, um es zu lernen. Ich zeige dir einige Tricks, falls du mal an einen Rosttäuscher gerätst. Wieso ist dieser Wittkamp ein Rosttäuscher? Nein, das ist ein alter Geschäftsfreund, als Züchter sehr erfolgreich. Aber er ist finanziell am Ende. Er muss das Gestüt auflösen und alle Tiere verkaufen. Wittkamp ist pleite? Ja, nicht so, dass er am Hungertuch nagen muss, aber er kann sich das Gestüt einfach nicht mehr leisten. Guten Morgen, Julia. Morgen. Aber seine Pferde haben doch im letzten Jahr so viele Turniere gewonnen, auch im Ausland. Stimmt, aber die laufenden Kosten fressen ihn auf.
Hast du nicht Lust mitzukommen? Ja, würde ich gerne. Aber ich habe doch mein Vorstellungsgespräch nachher. Aber wenn du dafür sogar eine Pferdebesichtigung ausschlägst, dann muss es dir ernst sein mit dem Job. Ist es auch. Schon aufgeregt? Mhm, ein bisschen. Du hast keinen Grund dafür, du bekommst den Job. Naja, wollen wir es hoffen. Ganz bestimmt. Es wird höchste Zeit, wir haben noch eine lange Autofahrt vor uns. Ich drück dir die Daumen. Alles Gute. Wünsche ich euch auch. Ja. Und lasst euch nicht übers Ohr hauen. Finanzamt, Gewerbeaufsichtsamt, Amt für öffentliche Ordnung, als hätten wir nichts Besseres zu tun. Bürokratie war schon immer die höhere Form der Sinnlosigkeit. Reichtum von Söhne. Ihnen mitteilen zu können, dass wir nach Durchsicht ihrer Ausschreibung... Ja, wir haben den Auftrag von Eichstätt. Was? Zeig her. Boah, wo ist der Shampoos? Oh, du hast es geschafft. Eichstätt und Söhne haben uns den Auftrag erteilt. Hier, das kam gerade eben mit der Post. Sehr schön. Da scheinen wir ja wirklich einen dicken Fisch an Land gezogen zu haben. Ihre Kalkulation war aber auch einsame Klasse. Ich hätte es in der kurzen Zeit nicht geschafft. Das ist schon eine Überraschung. Dann kann ich doch heute sicher früher gehen bei dem Erfolg, oder? Von wegen, jetzt fängt die Arbeit erst an. Aber heute ist Besuchstag und ich habe Oliver versprochen... Ich verstehe dich ja, mein Schatz, aber so ein Großauftrag erledigt sich nicht von alleine. Wir müssen alle anderen Angebote absagen, und zwar heute noch. Wenn wir jetzt nicht alle Kräfte konzentrieren, dann kann ich euch... Aber es sind noch nur ein paar Stunden. Ich kann nicht auf dich verzichten. Tut mir leid. Ich bin nebenan, wenn ihr mich braucht. Hau, der Boss hat gesprochen. Da wird Oliver wohl auf deine Reize verzichten müssen. Muss er nicht. Natürlich fahre ich hin. Und was ist mit deinem Vater? Er kann von mir seinen Kopfstand machen. Na dann viel Spaß. Sag ihm das. Ich muss sagen, recht ordentlich, Frau von Anstetten. Aber wie aus Ihrem Lebenslauf hervorgeht, haben Sie keine fundierte Ausbildung. Außerdem verfügen Sie über keine praktische Erfahrung als Fotografin. Ich sehe nicht, wie ich Sie unter diesen Umständen bei uns einsetzen kann. Kommt es nicht allein auf die Qualität der Arbeit an, Herr Metzger? Sicher. Doch das hier ist keine Profiarbeit. Sie haben ohne Zweifel Talent, aber auch eine talentierte Amateurin bleibt eine Amateurin. Verstehe. Andererseits haben Sie einen bekannten Namen und verfügen über beste gesellschaftliche Verbindungen. Wenn ich Karriere machen kann, nur weil ich von Anstetten heiße, dann lasse ich es lieber gleich. Um in dieser Branche etwas zu werden, müssen Sie alle Trümpfe, die Sie haben, ausspielen. Aber nicht diesen. Gerade diesen. Sehen Sie es doch einmal praktisch. Ein guter Name öffnet viele Türen, die sonst den meisten Fotografen verschlossen bleiben. Ich möchte Fotografin werden und nicht Türöffnerin. Nicht so hastig. Ich bin bereit, es mit Ihnen zu versuchen. Aber ich erwarte, dass Sie hart arbeiten und überall mit anfassen. Die dicken Fische serviere ich Ihnen später. Einverstanden? Einverstanden. Kurz und gut, das Gestüt hat sich einfach nicht mehr gerechnet. Und als Hobby ist mir die Zucht von Dressurpferden einfach zu teuer. Das muss ein harter Schlag für Sie sein. Sie sind ja nur Pferdezüchter mit Leib und Seele. Der Verkauf deckt ja sicher nicht mal sämtliche Verluste, nehme ich an. Ne? Die finanziellen Probleme lassen sich lösen, aber ich alle meine Tiere abgeben muss. Aber wenigstens weiß ich sie bei Ihnen in guten Händen, Christoph. Ja. Julia! Julia wird uns kaum aus Friedenau nachgeritten sein. Ja, aber... Das ist Tanja, meine Tochter.
Sie ist seit ein paar Tagen aus dem Internat zurück. Eine bemerkenswert gute Reiterin. Und manchmal denke ich, sie ist im Sattel geboren. Aber das ist auch das beste Pferd aus unserem Stall. Darauf macht jeder eine gute Figur. Tanja. Aha. Mensch, klebst du fest? In 10 Minuten fängt die Schule an. Ich geh heute nicht hin. Ist dir wieder schlecht? Ja, mir ist ganz schlecht. Ich habe keine Lust, mich in der Schule zu blamieren. Alle gehen auf Klassenfahrten und ich bleib zu Hause. Ach, ist doch Quatsch. Die werden bestimmt verstehen, dass du in deinem Zustand nicht mitfahren kannst. In meinem Zustand? Du redest schon wie dein Vater. Aber irgendwo hat er doch auch recht. Du musst dich schonen. So eine Klassenfahrt kann ganz schön stressig sein. Dein Vater will die Fahrt nur nicht bezahlen, das weißt du genauso gut wie ich. Also hör endlich auf, ihn in Schutz zu nehmen. Ach Mensch, wie oft soll ich dir noch sagen? Es geht ihm nicht ums Geld. Er hat einfach Quatsch! Ihr steckt doch alle unter einer Decke. Was du für dummes Zeug redest. Mir wär's doch auch lieber, wenn du mitfährst. Ich habe gestern Abend zufällig mitbekommen, was dein Vater zu dir gesagt hat. Florian, dadurch wird's entsprechend teurer. Das hast du völlig falsch verstanden. Alles, was er meint, ist... Vergiss es! Warum lässt du mich nicht endlich alleine und haust ab? Tachchen. Sie müssten die neue Kollegin sein. Julia von, nicht wahr? Von Anstetten, um genau zu sein. Die Millionenerbin, ich weiß. Ich bin bloß Mike Schulz, Fotoknecht vom Dienst, aber Mike genügt. Frau von Anstetten. Julia genügt auch. Metzger sagt, ich soll mich ein bisschen um sie kümmern, damit sie nicht so einsam sind am ersten Tag. Arbeit gibt's genug. Packen wir's an? Ja, ich habe meine Fotoausrüstung gleich mitgebracht. Ja, den schicken Koffer, den können Sie erst mal vergessen. Den sieht in der Dunkelkammer sowieso niemand. Ich arbeite in der Dunkelkammer. Tja, und im Archiv, zumindest die ersten Wochen, aber nicht den Kopf hängen lassen. Durch die Hölle mussten wir alle mal. Ja, aber ich dachte... Dass Adel bevorzugt wird? Nee, als eine von Anstetten werden Sie ja doppelt schuften müssen. Sonst bleiben Sie für die Kollegen ewig das verwöhnte Gör, der alles in den Schoß gelegt wurde. Keine Angst. Ich habe in der Firma meiner Mutter gelernt, hart zu arbeiten. Das ist aber nicht die Firma von Muttern. Bisher konnte ich mich noch überall durchsetzen. Wollen wir hoffen. Hauptsache, ich kann beweisen, dass ich eine gute Fotografin bin. Und wenn ich bis dahin monatelang Kaffee kochen muss. Mit der Einstellung können Sie es sogar schaffen. Vorausgesetzt, der Kaffee ist gut. Hallo? Was ist denn los mit dir? Kann ich dir irgendwie helfen? Schönes Pferd. Ist das deins? Das war meins. Mein Vater hat es gerade verkauft an Herrn von Anstetten. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Es gibt doch noch andere Pferde. Dein Vater kennt so viele Leute, die werden dich doch bestimmt mit ihren Pferden reiten lassen. Ich will kein anderes Pferd. Außerdem hilft mir es auch nicht weiter. Ich bin Dressurreiterin, kapierst du? Ehrlich gesagt nicht so genau. Ich wollte immer schon Dressurreiterin werden, aber dafür braucht man nicht irgendeinen Gaul, sondern ein Pferd wie das da. Ja. Jahrelang haben wir wie die Verrückten trainiert, damit wir auch an internationalen Wettkämpfen mitmachen dürfen. Und jetzt sind wir endlich so weit und pengen alles aus. Bloß weil dein Vater das Pferd verkauft hat, heißt es noch lange nicht, dass du deswegen Mein nicht... Vater will mich mit ins Ausland nehmen. Ich müsste noch mal ganz von vorn anfangen. Es dauert Jahre, bis ich wieder so weit bin. Beim nächsten Mal geht's bestimmt viel schneller. Eben nicht. So ein begabtes Pferd finde ich doch nie wieder. Es war alles umsonst. Ich fürchte, es gibt ein Problem, Herr Brandner. Kann es nicht warten? Sie sehen doch, dass ich beschäftigt bin. Es ist wirklich wichtig. Ja, was gibt es denn? Es geht um die Kalkulation der Produktionshalle für Eichtorf und Söhne. Ja, und? Ich will Sie ja nicht kritisieren, aber... Aber was? Ich habe mir die Unterlagen nochmal gründlich angesehen. Die Kosten sind viel zu niedrig angesetzt.
Ist doch völlig unmöglich. Großer Gott, das Fundament. Genau. Es taucht nirgendwo in der Kalkulation auf. Das habe ich ja total übersehen. Deshalb hatten wir ein so wahnsinnig günstiges Angebot. Das macht einen Unterschied von 15, ja wenn nicht sogar 20%. Ja, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur, wenn wir die Halle zu diesem Preis hochziehen, ist die Firma bankrott. Lass uns anstoßen, Max. Sag mal, ist es für Champagner denn nicht ein bisschen zu früh am Tag? Früher konnte es dir nicht früh genug sein. Außerdem hast es dir verdient. Ohne deinen persönlichen Einsatz hätte der Aufsichtsrat deiner Firma nie so schnell grünes Licht gegeben. Na dann, auf die grünen Lichter. Störe ich? Nein, nein. Die Geschäfte sind schon unter Dach und Fach. Max, ich möchte dir meine Tochter Julia vorstellen. Julia, Hallo, das Julia. ist Max Orbis. Freut mich. Tag. Was gibt es denn zu feiern? Den Abschluss des Linie Clarisse Großprojekts. Ab sofort wird in jedem Orbis-Einkaufszentrum eine meiner Boutiquen sein. Tja, was wäre schon ein Einkaufszentrum ohne eine Linie Clarisse-Boutique? Hol dir doch auch ein Glas, Schatz. Oh nee, lieber nicht, danke. Dann werde ich nur noch müder. Die Arbeit in der Fotoagentur hat mich völlig geschafft. Julia wird jetzt Fotografin. Ah ja. Und, wie war dein erster Tag? Grauenhaft. Erst musste ich stundenlang Archivfotos raussuchen und dann hin zum Kunst verschicken. Und dann diese schrecklich kleine Dunkelkammer. Das, Na, das hast du davon. Warum hast du dir auch nicht von mir helfen lassen? Dann müsstest du jetzt nicht das Laufmädchen für alles spielen. Tja, wir haben alle mal klein angefangen. Aber doch nicht in der Dunkelkammer. Julia, du solltest jetzt nicht den Mut verlieren. Leichter gesagt als getan. Die Arbeit im Archiv ist wirklich eine fürchterliche Quälerei. Vor lauter Arbeit weiß ich auch nicht, wo mir der Kopf steht. Aber ich lasse mir deshalb nicht die Lebensfreude verderben. Auf die erfolgreichen Frauen der von Anstettens. Und auf die Männer, die dabei ein bisschen helfen. Ah, da bist du ja. Wir können. Was? Sind wir schon fertig hier? Ja, alles erledigt. Wittkamp hat mir die besten Pferde verkauft und ich habe ihm die besten Preise gemacht. Wir können alle zufrieden sein. Ja, fast alle. Wieso, was ist? Was ist mit ihr? Ich habe sie eben bei den Stallungen getroffen. Sie ist völlig aufgelöst. Der Konkurs Ihres Vaters macht den natürlich zu schaffen, das ist klar. Nein, das ist es nicht. Das Dressurpferd, das du von Wittkamp abgekauft hast, das gehörte ihr. Jahrelang hat sie trainiert und jetzt aus der Traum von der großen Karriere. Davon hat mir Wittkamp gar nichts erzählt und Tanja auch nicht. Sie ist bestimmt zu stolz. Ich kann mir vorstellen, was in ihr vorgeht. Für einen Reiter das Pferd zu verlieren, ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Eben. Ich kann doch nicht von dem Kauf zurücktreten. Wittkamp kann sich das Pferd einfach nicht leisten. Es gibt doch bestimmt eine andere Möglichkeit. Und welche? Warum gibst du ihr keinen Job auf Friedenau? Auf Friedenau? Ja, so kann sie bei ihrem Pferd bleiben und in ihrer Freizeit weiter trainieren. Gar kein schlechter Gedanke. Und wir könnten auf Friedenau einen guten Zureiter gebrauchen. Sie kann reiten wie der Teufel. Na ja, aber ob sie überhaupt will? Fragen wir sie doch am besten. Jetzt gleich? Klar. Ja, warum eigentlich nicht? Hi Anna, wieso warst du heute nicht in der Schule? Hey, nicht so laut. Ach, verstehe. Braucht nicht jeder wissen. Gehen wir nicht rein? Nee, das geht nicht. Da können wir nicht reden. Ach, dicke Luft. Ja, es ist wegen der Klassenreise. Ich habe kein Geld und ich will nicht dauernd Florians Vater auf der Tasche liegen. Ich komme mir schon vor wie eine arme Verwandte. Ach, deshalb fährst du nicht mit. Wir haben uns schon den Kopf darüber zerbrochen. Na toll. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Jetzt reden schon alle in der Schule darüber. Ach, Quatsch. Ich könnte meine Eltern fragen. Die leihen dir bestimmt das Geld. Nee, lass mal. Ich werde mir das Geld schon irgendwie besorgen. Wie willst du das machen? Eine Bank ausrauben? Du machst doch mit, oder? Was? Ach Quatsch, das war doch nur ein Scherz. Nein, ich muss mal sehen. Ach, ich werde es schon irgendwie schaffen. Wart's nur ab.
ist doch wohl nicht zu fassen. Schon wieder leer. Was macht ihr verdammt nochmal mit dem ganzen Haushaltsgeld? Wieso? Wann werdet ihr endlich aufhören, das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster zu werfen? Also ich habe nur 30 Mark ausgegeben. Und der Bon vom Supermarkt liegt noch drin. Ja, der Bon ist doch das Einzige, was ich darin gefunden habe. Und diese 20 Mark. Dürfte ich bitte erfahren, wo der Rest ist? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also heute Morgen waren noch 300er und ein 50er drin. 300 Mark? Und wo sind die jetzt? Sie können sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Hat Anna vielleicht? Ja, Anna klaut nicht. Es geht hier nicht ums Klauen. Vielleicht wollte sie was kaufen. Mädchen brauchen doch immer was. Das hätte sie mir gesagt. Ja, aber das Geld ist weg. Wie erklärst du das bitte? Also das finde ich jetzt wirklich verdammt mies von dir. Was heißt denn hier mies? Du weißt genau, was ich meine. Erst behandelst du Anna wie ein Eindringling und jetzt soll sie auch noch geklaut haben. Das ist doch wohl die Höhe. Also, wir sprechen uns beim Abendessen, wenn alle da sind. Und? An meinen neuen Job kann ich mich gewöhnen. Durch die Gegend fahren, Pferde begutachten, nette Leute kennenlernen. Ja, alles prima. Christoph hat ja mächtig zugeschlagen. Und alles klasse Pferde. Besonders das Dressurpferd von Tanja. Du schwärmst schon wie Papa. Da haben sich wohl 2 Pferdenarren gefunden. 3 mit Tanja. Du, sie wäre ihm fast um den Hals gefallen, als er den Job angeboten hat. Denke ich mir. Wann kommen die Pferde nach Friedenau? Morgen oder übermorgen. Ach, das ist ja klasse. Wenn ich am Wochenende Zeit zum Ausreiten habe, dann kann ich gleich selber testen, wie gut sie sind. Du, ich glaube, die Tanja, die kommt noch mal ganz groß raus. Ach ja? Ja, der Ehrgeiz, der ist überhaupt nicht zu bremsen. Wie schön für sie. Ja. Überleg doch mal, so einen harten Job anzunehmen, nur um wieder mit seinem Pferd trainieren zu können. Das wird nicht jeder machen. Und wie war dein Vorstellungsgespräch, Julia? Oh, danke für dein großes Interesse, Jan. Ich hätte fast geglaubt, es interessiert dich nicht. Es tut mir leid. Ist schon okay. Wie war's denn so? Oh, viel besser, als ich dachte. Der Chef hält mich für ein großes Talent. Die Mitarbeiter sind sehr nett und die Arbeit ist ungeheuer interessant. Ja, das klingt doch gut. Mhm, ist es auch. Tja, dann werden wir wohl jetzt in Zukunft getrennte Wege gehen. Ja, beruflich gesehen, meine ich. Ich weiß schon, was du meinst. Mensch, Anna, deine ganzen Klamotten liegen wieder hier rum. Stop pretending. I hope you're a single love I'm sending. Watch this. Ain't no use pretending you don't feel the way I do. Check it. With the smoke, so that your body's sending. I can tell you want it too. What do you wanna hide the way you feel inside? It's too late to turn back now. Every little touch is